Heute schauen wir uns den neuen Volkswagen von Tesla, ja, ein Volkswagen für 25.000 Euro, allerdings nicht für das deutsche Volk, sondern für das norwegische. Video zu Ende, nein, weit gefällt, denn hier werde ich euch zeigen, wieso das Fahrzeug auch zu einem Preis von etwa 37.000 Euro in Deutschland oder ungefähr 35.000 Euro in Österreich ein sehr gutes Angebot ist. Ich zeige euch im Verlauf des Videos, wieso das ein super Angebot ist und auch, wie ihr wahrscheinlich in einem Jahr, wenn ihr auf der Suche nach einem Model 3 seid, für unter 25.000 einen sehr guten gepflegten Jahreswagen bekommen könntet, entweder hier aus Deutschland oder als Import aus Norwegen. Aber zuerst schauen wir uns den Vergleich, denn Tesla hat auf der Seite eine sehr übersichtliche Vergleichstabelle geschaffen und da sehen wir die Merkmale vom neuen Fahrzeug und diese sind deutlich besser als die Standardvariante von Model Y. Hier wurde das Fahrzeug nicht so viel abgespeckt wie das Model Y, also wir haben immer noch Panoramaglasdach, wir haben auch immer noch die gleichen Kameras und der einzige Unterschied ist Textilsitze. Dann haben wir auch hinten keine beheizbaren Sitze, aber das war auch früher beim alten Standard Range auch der Fall, soweit ich mich erinnere. Dann haben wir manuell verstellbares Lenkrad. Das ist tatsächlich neu, das gab es bis jetzt bei keinem Tesla. Und ansonsten sehe ich kaum Unterschiede. Wir haben, okay, weniger Lautsprecher, 7 und kein Ambientenlicht wie bei den neuen Highlands, aber im Prinzip ist das mehr oder weniger das alte Tesla Model 3 vor Highlands mit verbesserten Kameras. Also ich sehe jetzt hier keine Verschlechterung in dem Sinne, sondern nur ein paar Kleinigkeiten, die weggenommen wurden. Aber zeig mir bitte ein Fahrzeug in der Vollausstattung mit Autopilot, mit der App-Anbindung, mit 15 Zoll Display, mit der ganzen Klimaautomatik, mit der Sitzheizung, mit der Lenkradheizung, mit dem Panoramaglasdach für unter 40.000 Euro mit 63 Kilowattstunden LFP Batterie. Gibt es nicht. Zumindest nicht auf dem deutschen Markt. Aber es geht ja noch besser. In Österreich kostet das Fahrzeug etwa 35.000 Euro. Mit den Auslieferungskosten 35,5. Allerdings ist hier der Preis immer noch sehr gut, denn wir müssen auch nicht vergessen, dass hier 20% Umsatzsteuer auf diesen Preis gelten. Das heißt, der Nettopreis liegt bei unter 30.000 in Österreich, 29,6, und in Deutschland liegt er bei etwa 31.500, glaube ich. Wie dem auch sei, die Bundesregierung hat beschlossen, dass nächstes Jahr die Elektroautoförderung für Neufahrzeuge, aber wahrscheinlich auch für Gebrauchtfahrzeuge zurückkommt und bis zu 5.000 Euro Rabatt je nach Haushalteinkommen zu gewähren sind. Eher wahrscheinlich 3.000 und pro Kind glaube ich noch 1.000 Euro. Das ist eine Summe, die wahrscheinlich Tesla von diesen 36.000 oder 37.000 abziehen wird, und wieso das passieren wird, zeige ich euch jetzt gleich. Schauen wir uns aber nochmal Norwegen an, denn das ist sehr interessant, was dort passiert. Durch den schlechten NOK momentan und der Verkaufspreis netto vor den Auslieferungskosten etwa 300.000 NOK, das sind umgerechnet 25.500 Euro. Das ist der Nettopreis und der Verkaufspreis, der Endpreis für den Endkunden, weil dort auch keine Mehrwertsteuer gelten, liegt bei etwa 28.000 Euro. Das ist der endgültige Bruttopreis in Norwegen. Das ist ein Wahnsinn für so ein Fahrzeug mit 63 Kilowattstunden. Damit ich euch zeige, wie wahnsinnig dieser Preis ist, dann zeige ich euch, was man für etwa 23.000 Euro in Norwegen momentan bekommt. Das sind diese Kleinstwagen, also Hyundai Insta, Fiat 500e und so weiter und so fort. Das sind kleine Stadtautos, die mit einem Model 3 Standard Range mit 60 Kilowattstunden LFP Batterie überhaupt nicht zu vergleichen ist. Nicht Software, nicht die Ausstattung, nicht die Verarbeitung und auch nicht die Softwareanbindung mit der App und Kapazität, Reichweite, Verbrauch und so weiter und so fort. Okay, beim Verbrauch können einige da mithalten, weil sie sehr klein sind, aber hier haben wir ein Fahrzeug, das teilweise auch über 1 Tonne ziehen kann mit der Anhängerkupplung. Das ist ein richtiger Wahnsinn, und da sollte man sich nicht wundern, wenn nächstes Jahr das Tesla Model 3 das meistverkaufte Auto in Norwegen sein wird, wahrscheinlich mit Model Y. Wieso ich jetzt Norwegen
spezifisch ausgewählt habe, ist die Tatsache, dass dort keine Importzölle für chinesische Fahrzeuge gelten, zumindest nicht wie bei uns im echten EU in Anführungszeichen. Denn Norwegen ist ein Teil vom erweiterten Wirtschaftsraum, ist nicht genau EU, ist aber ein bisschen mehr EU als die Schweiz, aber das ist ein anderes Thema. Wie dem auch sei, Tesla ist hier im Vorteil, weil sie nur 7,8% auf die 10% bezahlen, das heißt 17,8% von der Nettosumme, die sie quasi als Verkaufspreis angeben, müssen sie auch nochmal als Zoll versteuern. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, denn dieser Importzoll gilt nicht für Norwegen und da müssen wir auch, damit wir die Preise auch vergleichen, müssen wir das auch bereinigen. Was würde zum Beispiel das Model 3 in Norwegen kosten, wenn Norwegen auch Importzölle 17,8 einführen würde? Das heißt, wir müssen hier die 25,5 nochmal als Basis nehmen und dann kommen wir auf glatt 30.000 Euro. Würden wir jetzt den reinen deutschen Preis nehmen, der Nettopreis, der liegt bei etwa 31.000, dann haben wir eine Differenz von etwa 1.100 Euro. Das heißt, Tesla kann hier den Preis noch um 1.000 Euro senken und wird immer noch die Autos mit Gewinn verkaufen können. Wozu mache ich die ganze Rechnerei? Das ist ganz einfach. Ich zeige euch jetzt nochmal Österreich. Da liegt der Preis etwa 1.500 Euro brutto günstiger als in Deutschland. Und wenn wir auch mal die 20% österreichische Steuer wegnehmen, dann kommen wir auf einen Preis von 28,825 oder ungefähr 29.000 Euro netto in Österreich. Wir erinnern uns, 31,1 war es in Deutschland. Das heißt, wir haben hier ungefähr 1.300 Euro Nettodifferenz, was Tesla in Deutschland mehr vom Käufer verlangt. Aber das ist ja auch nicht mal das Witzigste, sondern wenn Tesla in Österreich diese 17,8% Zölle nicht entrichten musste, wie in Norwegen zum Beispiel, dann würde der Wagen für etwa 24.500 Euro zu verkaufen sein, mit Gewinn für Tesla. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der witzig kleine Preis in Norwegen von etwa 25.500 Euro netto, der sogar für Tesla 1.000 Euro mehr abwirft, als sie in Österreich netto bekommen nach allen Zöllen. Das ist ein Wahnsinn. Tesla kann also den Preis in Norwegen noch um 1.000 Euro senken und dann werden sie immer noch im Gewinn sein. Und wer Tesla ein bisschen verfolgt, der weiß, dass sie immer mit etwa 10 bis 15% Gewinn, also quasi nach allen Kosten pro Auto rechnen, pro Verkaufspreis. Selbst wenn wir hier von 10% ausgehen, das ist weit, weit mehr als zum Beispiel Toyota, die mit 1% rechnen. Und damit wir nochmal vor Augen haben, was das für einen Unterschied ausmacht, haben wir hier nochmal die vergleichbaren Fahrzeuge, die vielleicht 2.000, 3.000 Euro günstiger sind, aber da sind ein Nissan Micra, ein Mazda MX-30 mit um die 28 Kilowattstunden Nettobatterie, Dongfeng und ein Panda und Hyundai Insta. Okay, Hyundai Insta hat ein bisschen mehr Kilowattstunden, aber immer noch ist ein Kleinstwagen. Und hier bekommen wir eine Limousine mit Autopilot und mit all der Ausstattung für 2.000 oder 3.000 Euro mehr. Das ist unfassbar, das kann man nicht in Worten beschreiben. Und wenn man sich auch die Zölle von allen anderen chinesischen Herstellern anschaut, BYD 17%, okay, die sind gleich mit Tesla zu setzen, aber Geely mit 19 und Xiaomi, glaube ich, sind auch sehr viel. Ich weiß nicht, wie das bei Xpeng aussieht, aber da sind schon Prozente, die wahrscheinlich auch die Chinesen damit nicht mithalten werden. Und Tesla wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder die meisten Autos in Europa verkaufen. Und ich bin mir sicher, dass sie auch in Deutschland werden sie nicht so viele Autos verkaufen, weil, wie gesagt, hier ist die politische Lage ein bisschen anders. Hier sind wir ein bisschen moralisch anders gestimmt und hier sind 86% von den Neuwagenkäufe Firmenfahrzeuge und die kaufen keine Teslas momentan aus bekannten Gründen. Aber in Europa wird Tesla definitiv sehr viele Autos verkaufen. Ob das gut ist oder schlecht ist, das müsst ihr nach eurem Weltbild entscheiden. Allerdings müsst ihr auch nicht vergessen, was das hier auch für die deutschen Hersteller bedeutet, wenn ein Tesla Model 3 mit Panoramaglasdach, mit Sitzheizung, mit LED-Matrixlicht, mit LED-Lichter, mit Autopilot, mit der App, mit der Lenkradheizung
mit allen diesen Ausstattungsmerkmalen, mit Frunk, mit Trunk, mit der Mulde, mit dem Kofferraum, mit der Anhängerkupplung. Und das kann Tesla für umgerechnet 22.000, 23.000 Euro mit Gewinn verkaufen. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das seht, aber das sieht tatsächlich nicht sehr gut aus für die deutschen Hersteller. Und auch wenn ihr der Meinung seid, der Geschäftsführer von Tesla so und so weiter, müsst ihr auch nicht vergessen, dass wenn man zum Beispiel den Volkswagen-Konzern unterstützt und ein Auto von diesem Konzern kauft, ihr 9 Millionen Verbrenner unterstützt, dann nimmt man auch billigend in Kauf, dass 13.000 Deutsche im Jahr an die Luftverschmutzung sterben. Oder auch vergessen wir nicht, wer jetzt der Geschäftsführer von Volkswagen ist und wo der beim Dieselskandal noch war. Oder aber welche Hersteller und welche Parteien gegen den Verbrenner auskämpfen. Das ist jetzt keine moralische Meinungsbildung. Ich will auch keinen verteidigen, denn ich weiß ja auch, kommen jetzt sofort die Kommentare, dass ich jetzt jemanden verteidige. Das ist einfach ein Aufruf, dass man mit dem moralischen Zeigefinger nicht immer recht hat, wenn man im falschen Leben lebt. Und ob es ein richtiges Leben im Falschen gibt, das müsst ihr für euch entscheiden. Aber meiner Meinung nach, wenn ihr nicht unbedingt irgendwo im Wald wohnt, in einem Zelt und nur mit dem Fahrrad unterwegs seid, dann dürft ihr sehr wahrscheinlich nicht mit dem moralischen Finger um sich zeigen. Aber nochmal das Thema Volkswagen abzuschließen. Wie könnt ihr an diesem Volkswagen für 25.000 Euro wie in Norwegen rankommen? Das wird wahrscheinlich sehr leicht sein. Leider ist der Import aus Norwegen ein bisschen kompliziert. Erstens sind die Norweger sehr verschuldet und die kaufen auf Pump, nur auf Kredit. Das heißt, die Fahrzeuge werden 1 bis 2 Jahre mindestens gehalten. Da muss man entweder den Leasingvertrag übernehmen oder den Kredit abkaufen. Das wird teuer sein. Es gibt natürlich auch Fahrzeuge, die im freien Verkauf stehen, aber das sind meistens 2 Jahre alte Fahrzeuge. Also es wird schon schwer sein, ein Jahresfahrzeug zu finden. Vielleicht ergibt sich irgendwas aus Österreich. Allerdings müssen wir auch nicht vergessen, dass nächstes Jahr wahrscheinlich die Gebrauchtwagenförderung kommt. Und da ist sehr wahrscheinlich, dass wenn ein Fahrzeug vielleicht für 30.000 Euro auf dem freien Markt zu kaufen ist, dann wenn man 3.000 bis 5.000 Euro nochmal Förderung bekommt, dass man ein Tesla Model 3 voll ausgestattet, fast voll ausgestattet, okay, von mir aus für 25.000 Euro als Jahreswagen bekommen könnte. Das ist tatsächlich Wahnsinn. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das Thema seht. Plant ihr einen Kauf? Wenn ihr einen Kauf plant, könnt ihr natürlich den Referral-Link benutzen für 1000 Kilometer kostenloses Supercharging. Oder wenn ihr Model X kauft oder Model S bald, 500 Euro bar von Tesla als Rabatt. Bis zum nächsten Mal und ein Abo nicht vergessen. Ciao.